questions of anything yesterday as you've had some time to think about it and mull it over? Fangen wir mal so an. Habt ihr Fragen über irgendwas, was wir gestern besprochen haben, jetzt wo ihr ein bisschen Zeit hattet, um das nochmal ein bisschen zu kauen? Okay, I always just want to check just in case so that we all start in the same place then. Ich würde einfach mal schauen, ob wir alle am selben Ort sind, dass wir zusammen weitermachen können. All right, so I'm going to start this morning by talking a little bit about the date of the Exodus and then the date of the conquest of the land of Israel. Heute Morgen fange ich damit an, dass wir ein bisschen über das Datum des Auszugs aus Ägypten sprechen und dann auch daraus das Datum der Eroberung des Landes besprechen. So it's important to be aware of these dates because in the past this has been a very debated topic among Christian scholars. Es ist wichtig, dass man ein bisschen was darüber weiß, über dieses Thema, weil das in der Vergangenheit ein Thema war, was heiß diskutiert wurde unter christlichen Forschern. As well as among archaeologists and secular scholars as well. Auch unter Archäologen und säkulären Forschern. So, the traditional date of the Exodus comes from a passage in 1 Kings chapter 6 verse 1. Das traditionelle Datum für den Auszug kommt aus einer Textstelle in 1. Könige 6 Vers 1. And in this verse it says that in the 4th year of Solomon's reign, he started to build the temple. In dem Vers heißt es, dass Salomo im 4. Jahr seiner Herrschaft angefangen hat, den Tempel zu bauen. And it says that that date is 480 years after Israel came out of Egypt. Und dann heißt es da, dieses Datum ist 480 Jahre nachdem Israel aus Ägypten auszog. You guys can keep a lookout for this in 2 weeks when you read it. Wenn ihr in 2 Wochen 1. Könige lest, könnt ihr euch das mal genauer anschauen. So we know from other rulers around the area, specifically in Egypt, that Solomon's reign started right around 970. Wir wissen von anderen Herrschern aus der Gegend, vor allem aus Ägypten, dass Salomos Herrschaft etwa 970 vor Christus begann. So, if his reign started in 970, and it's the 4th year of his reign, that means it is 966. Wenn also anfing in 970 vor Christus mit Regieren, und jetzt ist es das 4. Jahr seiner Herrschaft, dann sind wir jetzt in 966 vor Christus. And 480 plus 966 gives you 1446. Und 480 plus 966 gibt 1446. You didn't know I was going to make you do math this morning. Das habt ihr vielleicht nicht geahnt, dass ihr heute Morgen rechnen müsst. And it is from that date then that if we know they wander for 40 years in the wilderness from the time they come out of Egypt, Und von diesem Datum her, 1446, wenn wir dann noch 40 Jahre dazu rechnen, wo sie in der Wildnis waren, then they enter into the promised land 40 years later in 1406. dann treten sie 40 Jahre später ins verheißene Land ein, also 1406 vor Christus. And the reason we know it's right around exactly 40 years is because it's marked by the Passover feast. Der Grund, warum wir wissen, dass es ziemlich genau 40 Jahre sind, weil es zur Zeit des Passafests war. So it's almost exactly those 40 years. Also es sind fast genau auf den Punkt 40 Jahre. Now, there has been another commonly proposed date for the Exodus, Es gibt noch ein anderes Datum, was oftmals angenommen wird für den Auszug. and that comes from a passage in Exodus chapter 1, verse 11. Das kommt aus einer Bibelstelle in 2. Mose 1, Vers 11. And in this verse, it says that Israel was building the city of Ramses. Da heißt es, dass die Israeliten die Stadt Ramses bauten. But what most people will view this as well as with many other passages, is a contextualizing of a place. Dieser Name Ramses ist interessant. Die meisten Leute denken, dass der später verändert wurde, dass er kontextualisiert wurde. So you'll notice in the book of Genesis, multiple times it says, in the land of Dan, or before there were kings in Israel, or before kings in Edom. Im Buch 1. Mose sehen wir immer mal wieder solche kleinen Veränderungen, zum Beispiel, wo es heißt, im Land Dan, oder bevor es Könige in Israel gab, oder bevor es Könige in Edom gab.
But Moses didn't know anything about these things because he didn't know about the land of Dan, where that was going to be, didn't know about the kings in Edom or the kings in Israel. Mose wusste von all den Sachen natürlich noch nichts. Er wusste nicht, wo später mal der Stamm Dan wohnen würde. Er wusste nicht, dass es Könige in Israel oder Könige in Edom geben würde. So most likely, these are later additions to help contextualize for later readers to know exactly where these things took place. Höchstwahrscheinlich wurde der Text also später noch leicht verändert, um den späteren Lesern zu helfen, zu verstehen, wo diese Dinge stattfanden. But if you think or agree that Israel was building the city of Ramses, then you must go with a date in the 13th century BC. Wenn man aber sagt, nein, es ist genau wie es in 2. Mose stand, Israel baute an der Stadt Ramses, dann kommt man auf ein Datum im 13. Jahrhundert vor Christus. The Pharaoh, Ramses II, had a city named after him and built up around 1240 BC. Der Pharao Ramses II., der hat eine Stadt nach sich benennen lassen und diese Stadt aufbauen lassen, etwa 1240 vor Christus. But this, with the chronology of the time of Judges and in between Joshua to David, it gives a very small time period. Aber wenn man die Chronologie anschaut, des Buches Richter und wie es dann über Samuel bis zu David kam, dann lässt es eine ziemlich kurze Zeitspanne für all diese Geschehnisse, wenn man das zweite Datum nimmt. So which one is right? Welcher der zwei ist jetzt richtig? Well, simply saying, we would take the Bible to be the most authoritative voice on itself. Der Blick, der die Bibel selbst als die größte Autorität da ansehen würde. But let's look at some other factors. So einen Blick wollen wir natürlich haben, aber schauen wir uns noch ein paar andere Faktoren an. One of these is archaeology and the digs that have been done on ancient sites in Israel. Einmal haben wir die Archäologie, also die Ausgrabungen, die an den Orten des damaligen Israels gemacht wurden. And some people will say because there is lack of evidence for a conquest of the land, that Israel did not take all of the land. Manche Leute würden sagen, es gibt einen Mangel an Beweisen, dass das ganze Land eingenommen wurde, archäologisch gesehen, und deswegen sagen sie, Israel hat gar nicht das ganze Land eingenommen. Or that it didn't happen at all. Oder dass es überhaupt nicht passiert ist. And what you find in the book of Joshua is that Israel very seldomly actually destroys a whole city to the ground. Was wir im Buch Josua sehen, ist, dass Israel ganz selten mal eine ganze Stadt dem Erdboden gleich gemacht hat. It's really only Jericho that they completely level the city. Das sehen wir nur bei Jericho, dass sie mal eine Stadt komplett platt machen. And so that doesn't serve as a very good point of reference for trying to figure out when it took place. Das hilft uns also nicht so gut weiter, um herauszufinden, wann das Ganze stattfand. As well, the Canaanite and Israelite culture, in a lot of ways, including pottery and the way that they lived, was very similar. Noch ein Faktor ist, dass die kananitische und die israelitische Kultur, was jetzt so Tongefäße und so anging, sehr ähnlich war. And since pottery is the #1 way that every archaeologist in Israel dates time periods, it's difficult to determine when the change happened. Und da genau diese tönernen Gefäße der beste Indiz für die Archäologen ist, um irgendwas über die damalige Zeit herauszufinden, ist es also schwierig, was waren Kananiter und was waren Israeliter, wie können sie das unterscheiden. Pottery is used so prominently because there's so much of it and it's so diverse in its time periods. Diese Tongefäße, die werden so viel dafür benutzt, weil es einfach eine ganze Menge davon gibt, was ausgegraben wird und weil sich das auch wirklich stark unterscheidet über die Zeit hinweg. So, some other historical background. Egypt was in control of the land of Canaan at around 1500 BC. Noch ein bisschen historischer Hintergrund. Um 1500 vor Christus hatte Ägypten die Kontrolle über das Land Kanaan. Canaan was paying tribute to Egypt. Die Kanaaniter haben Tribut gezahlt dem Pharao von Ägypten. But it's around a little after 1500 BC that the power of Egypt in Canaan begins to diminish for an unknown reason. A little after 1500. Etwas nach 1500 vor Christus nimmt der Einfluss und die Macht Ägyptens über Kanaan aber ab. And the Bible would testify to this being the Exodus incident. Die Bibel
würde dann wohl sagen, das war der Auszug, die ganze Episode mit dem Auszug aus Ägypten. But Egypt and every other ancient culture does not record their losses or defeats. Ägypten aber, genau wie jede andere solche alte Kultur, macht keine Aufzeichnung über ihre Verluste, über die Kriege, die sie verloren haben. If you go to Egyptian records, you will not find that they were ever defeated. Wenn du dir die Aufzeichnung der Ägypter anschaust, dann sieht es nicht so aus, als ob sie jemals eine Niederlage erlitten. Ancient Near Eastern historical records only recorded the good things about their kings and about their victories. Die damaligen Aufzeichnungen haben immer nur das Gute über ihre Könige genannt und auch über ihre Siege berichtet. So that doesn't serve as a very good reference for how to figure out when the Exodus took place, because they would never record that. Das hilft uns also auch nicht so viel dabei, zu wissen, wann der Auszug stattfand, weil sie das nie aufgezeichnet hätten. So we need to look at some victories. Also müssen wir uns ein paar Siege anschauen. So there is one very specific stone that was uncovered. Es gab da einen ganz besonderen Stein, der ausgegraben wurde. It's called the Merneptah Stele. Diese Stela heißt die Merneptah Stela. And Pharaoh Merneptah reigned from 1213 to 1203 BC. Pharao Merneptah regierte von 1213 bis 1203 vor Christus. And he went on a military conquest that also included the land of Canaan. Er hat eine militärische Kampagne durchgeführt, die auch durch das Land Kanaan führte. And of the 27 lines of this stela, there are 3 lines concerned with Canaan. Von den 27 Zeilen auf diesem Stein haben drei genau mit Kanaan zu tun. And on this stela, the 3 lines include multiple cities that were destroyed in Canaan. Auf dieser Stela beinhalten diese 3 Zeilen eine ganze Reihe von Städten, die in Kanaan zerstört wurden. But what's unique is that it mentions the Israelite people not as a city, but as a people group. Was da einzigartig ist, ist, dass die Israeliten nicht mit Städtenamen benannt werden, sondern als eine Volksgruppe. So what the stela shows us is that Israel was not just in one city in Canaan, but was actually spread throughout the nation. Was dieser Stein uns also zeigt, ist, dass die Israeliten nicht nur an einem Ort, in einer Stadt in Kanaan waren, sondern sich übers Land verteilt hatten. And so what this stela does is it gives us the latest possible date for an Exodus. Damit gibt uns dieser Stein das spätmöglichste Datum für den Auszug. So most people will propose a Exodus in the 13th century sometime around 1250. Die meisten Leute würden sagen, der Auszug, der fand irgendwann im 13. Jahrhundert statt, so um 1250 vor Christus. But for Israel to wander for 40 years and then take 25 years to conquer the Promised Land, there would not have been time for them to dwell in the land before this Pharaoh came. Aber das passt nicht ganz zusammen zeitlich gesehen. Wenn sie dann noch 40 Jahre in der Wildnis waren und dann 25 Jahre brauchten, um das Land einzunehmen, da bleibt einfach nicht genug Zeit, dass sie schon im Land sein würden, als dieser Pharao den Kriegszug gemacht hat. So what the stela shows us is that Israel had already been in the land for a little while because they were spread out and they posed a large enough opposition for Pharaoh to conquer. Diese Stela, die zeigt uns also, dass Israel zu der Zeit, wo das aufgeschrieben wurde, schon einige Zeit im Land war und dass sie schon mächtig genug waren, dass sie schon groß genug waren als Volk, dass sie dem Pharao wirklich einen ernsten Gegner darstellten. This also lines up with the time of Judges, when God was sending many different foreign powers to oppress Israel. Das passt eher zur Zeit der Richter, wo Gott ganz verschiedene fremde Reiche schickte, um die Israeliten zu unterdrücken. Does that make sense? I know it's a lot of information. Passt es so? Also ich weiß, es ist eine Menge Informationen. If you have more questions on it, I'd love to talk to you more about it, but that's just a brief overview of it, and I could be more detailed on it. Und wenn ihr noch mehr Fragen dazu habt, könnte ich euch auch noch mehr Informationen dazu geben, mehr ins Detail gehen. Das ist jetzt mehr so ein Überblick. Alright, so we're going to jump into the book of Joshua. This is our layout plan for the rest of the morning. Wir springen jetzt wieder ins Buch Josua, das ist unser Plan für den Rest des Morgens. We'll try to get through chapter 12 before 10:30. Vor 10:30 versuchen wir noch durch Kapitel 12 durchzukommen.
And then we'll cover 13 through 24 in the second half of the morning and finish the book of Joshua. Und dann decken wir die restlichen Kapitel 13 bis 24 vor der Mittagspause. And just so you guys know the plan for the week, then Wednesday, Thursday will be Judges and then Ruth. Nur, dass ihr schon mal eine Vorstellung vom Rest der Woche habt. Mittwoch, Donnerstag wollen wir Richter und Ruth machen. And then on Friday we will do Psalms. Und am Freitag schauen wir uns in die Zahlen an. All right, so let's look at the book of Joshua. Okay, haben wir uns das Buch Josua. So in Joshua chapters 6 and 7, we get the first two battles that take place in the land of Canaan. In Josua, Kapitel 6 und 7, sehen wir die ersten zwei Schlachten, die im Land Kanaan stattfanden. And these two battles are going to be set an example for the rest of the conquest. Diese zwei Schlachten, die sind beispielhaft für den Rest der Eroberung. And remember, their conquering of the land is dependent upon their obedience. Denk mal zurück an diese Wahrheit. Ihre Eroberung des Landes hängt ab von ihrem Gehorsam. And we get a dramatic affirmation of what will happen if they obey. Hier haben wir eine ganz dramatische Bestätigung, was passieren wird, wenn sie gehorchen. And then we get a very clear example of what will happen if they disobey. Danach sehen wir ein klares Beispiel, was passiert, wenn sie nicht gehorchen. So, as we look at chapter 6 in Israel in the Promised Land, it's important to know that Jericho is not just a little city. Wenn wir uns Kapitel 6 anschauen, dann ist wichtig, dass wir wissen, dass Jericho keine kleine Stadt war. This is a picture of the city of Jericho and kind of a reconstruction of what it might have looked like. So, das ist ein Bild der Stadt Jericho, so eine Rekonstruktion, wie es vielleicht ausgesehen hat. This is actually, it's hard to see from this angle, but this is actually a hill that Jericho is built upon. Aus diesem Winkel ist schwer zu sehen, aber diese Stadt lag auf einem Hügel. If you notice all this brickwork along the bottom, this is what's known as a retaining wall. Schaut euch mal da unten diese Ziegelsteine an, das ist die äußere Mauer. And then the city wall is built on top of the retaining wall and then a secondary wall. Die Stadtmauer wird dann über dieser äußeren Mauer gebaut und dann gibt es noch eine innere Mauer. The important thing for us is that there are only two gates in the city. Das Wichtige für uns ist, dass es dann nur zwei Tore gab in dieser Stadt. Jericho was the most important city guarding the Promised Land. Jericho war die wichtigste Stadt, die das verheißene Land geschützt hat. And because it was so important, it was the first city that you encountered going into the Promised Land. Diese Stadt war so wichtig, es war die erste Stadt, auf die man traf, wenn man ins verheißene Land hineinging. And so it was very strongly protected and fortified. Und deshalb war es sehr gut verteidigt, es ist sehr gut befestigt. It is known as a citadel, that's the type of fortress that it is. Es ist bekannt als Zitadelle, als Hochburg, das ist die Art von Burg, die es ist. And a citadel has very few gates. So eine Zitadelle hat sehr wenige Tore. And that reason is because a gate is the city's weakest point. Der Grund dafür ist, dass so ein Tor der Schwachpunkt der Verteidigung ist. And so what you will find is that if you go and read anything about archaeology from this time period, the gate is the most fortified part of the wall. Und deshalb, wenn man sich irgendwelche archäologischen Funde aus der Zeit anschaut, dann sieht man, dass die Tore immer die am meisten befestigte Teil der Stadt waren. And there's actually 3 cities that Solomon built, and he created a new type of gate that was easier to defend and better to protect a city. Salomo hat 3 Städte aufgebaut und da hat er eine neue Art der Toranlage entwickelt, die noch besser zu verteidigen war. And you guys might look at that when we get into Kings. But this is what Joshua was up against. Das seht ihr dann eher ein guter König, aber das ist das, wo Josua jetzt ankam. Now, at this time, when you built a city, there were 3 things you looked for. Man hat sich jemand nach 3 Dinge überlegt, wenn man eine Stadt gebaut hat. There had to be water. Es musste Wasser in der Nähe geben. You had to have the ability to grow food. Man musste Essen da And then anpflanzen können. elevation. Und man wollte eine gewisse Erhöhung haben. The reason you needed elevation is so that you would have high ground. Man brauchte diese Erhöhung, dass man selbst von der besseren Position aus kämpfen konnte. Because if people come to attack you, you need to have elevation to defend yourself. Wenn man höher ist als die Angreifer, dann konnte man sich besser verteidigen. And so Jericho is in a perfect spot being on a hill. Jericho war damit auf diesem Hügel in der perfekten
an dem perfekten Ort. And it lies in this area that's known as the Jordan Valley, and it was the only hill around it. Es liegt im Jordantal und war der einzige Hügel dort in der Gegend. So, chapter 6 opens up with this in mind. Now Joshua is told to go march around the most fortified city for 6 days. Und so fängt Josua 6 an. Josua bekommt den Befehl, 6 Tage lang durch diese höchst befestigte Stadt zu marschieren. God's plan for taking the hardest city in the promised land is just to walk around it. Gottes Plan, diese schwierigste Stadt im verheißenen Land zu erobern, ist einfach drumherum zu wandern. The priests blow the horns, but the men are to be silent. Die Priester, die blasen die Hörner, aber die Männer sollen still marschieren. And coming to this point, you can think about the Israelites. They've miraculously crossed the river. Da könnt ihr euch jetzt mal überlegen, wie es den Israeliten geht. Sie haben auf wundersame Weise den Jordan durchquert. They've been trusting God for 40 years in the wilderness. 40 Jahre lang haben sie Gott in der Wildnis vertraut. And now God says, go walk around that city. Jetzt sagt Gott, lauf mal um die Stadt rum. That goes against what they've just been doing, because they just fought against Sihon and Og only within the past couple years. Das geht gegen das Muster, das sie aus der näheren Vergangenheit kannten. Sie haben jetzt gerade Sihon und Og, diese zwei Könige, mit dem Schwert besiegt. When you conquer the land, aren't you supposed to fight people? Wenn man jetzt das Land einnimmt, soll man dann nicht gegen die Leute kämpfen? And so you could think, potentially these people are questioning whether Joshua is hearing God right. Vielleicht zweifeln die Leute jetzt also daran, ob Josua Gott wirklich richtig hört. They might question Joshua's leadership because of what he's asking them to do now. Vielleicht zweifeln sie an seiner Leiterschaft, wegen dem, was ihnen jetzt aufträgt. But with this question, with this situation, we see the men obey Joshua and follow him around the city for these 6 days. Aber in dieser Situation sehen wir, wie die Männer Josua folgen, wie sie 6 Tage lang um diese Stadt hinter ihm herumziehen. And then on the 7th day is when they all shout. Am 7. Tag dann erschallt ein lauter Ruf. Some of the walls fall down, Ein Teil der Mauer bricht ein and they're able to take the city. und sie schaffen es, diese Stadt einzunehmen. But think about how you would feel walking around the city once a day, and then you just go back to your camp, and you're like, what are we doing here? Überleg mal, wie sich das angefühlt hätte. Einmal am Tag um diese Stadt rumzulaufen und dann wieder ins Lager zu gehen. Und du fragst so, ja, was machen die eigentlich hier? Is this really going to do anything? Bewirkt das überhaupt irgendwas? And many people around us, our generation, are very quick to give up when things don't seem to be going the right way. Viele Leute in unserer Generation sind sehr schnell dabei aufzugeben, wenn etwas nicht so läuft wie gedacht. And there's this story about a man who was breaking rocks with a sledgehammer. Es gibt eine Geschichte von einem Mann, der hat mit so einem Schlaghammer Steine zerbrochen. And he would go out and try to break this rock that was in his backyard. In seinem Garten war so ein großer Stein und den wollte er zerkleinern. And he would go out each day and hit it 4 or 5 times, Mit so einem Vorschlaghammer. Und da hat er jeden Tag ein paar Mal draufgehauen, 4, 5 Mal, and nothing was happening. weil nichts passierte. Day after day. Tag für Tag. And then, a few weeks later, he came out and hit the stone, and on the 100th time, the stone broke right in half. Ein paar Tage später ist er wieder rausgekommen, hat draufgehauen und beim 100. Mal ist dieser Stein in 2 Teile zerfallen. And we ask the question, which strike was most important? Und man könnte die Frage stellen, welcher Schlag war der entscheidende? Was it the first or the last? War es der erste oder der letzte? Was it the 50th strike that was the most important strike? Oder vielleicht der 50. der wichtigste war? And what was most important about it is he was consistent in his striking of the stone. Was am wichtigsten war daran, dass er beständig war, damit den Stein zu schlagen. To not give up even though he wasn't seeing the results that he wanted. Dass er nicht aufgegeben hat, obwohl er das gewünschte Resultat noch nicht sah. And each step of God's plan for our obedience is important. Jeder Schritt von Gottes Plan für unser Gehorsam ist wichtig. Each day of those 6 days where they walked in silence was important. Jeder Tag dieser 6 Tage, wo sie stumm um die Stadt marschierten, war wichtig. And they remained persistent and set an example for future generations. Sie blieben beständig darin und haben damit ein Beispiel aufgestellt für
folgende Generationen. Because what they did is they followed God's example even when it might not have been easy. Sie haben Gottes Weisungen gefolgt, auch als es nicht einfach war. Or sorry, followed his word, not his example. Sie haben seinem Wort gefolgt. And so these men are consistently marching around the city, and then on the seventh day, they shout, and the walls begin to fall down. Sie sind also beständig herumgewandert und am 7. Tag haben sie laut gerufen und die Mauer ist zerbrochen. And this city would have been incredibly hard to conquer if there hadn't been some kind of miracle. Es wäre unglaublich schwer gewesen, diese Stadt einzunehmen, wenn es nicht so mit einem Wunder passiert wäre. Because you had the retaining wall, this stone wall, and then you had the wall built on top of it. Es gab einmal diese kleine äußere Mauer und dann die Stadtmauer, die da drauf stand. And what happened, and what we have found in archaeology, is that there are sections of the Jericho wall that fell right down on the retaining wall. Und was passiert ist, was man in Ausgrabungen entdeckt hat, dass es Teile der Stadtmauer gab, die auf diese äußere Mauer draufgefallen ist. And when this wall fell down, it created a ramp right into the city. Und damit hat die Stadtmauer, als sie über die äußere Mauer gefallen ist, so eine Rampe gebaut, wo sie direkt in die Stadt reinlaufen konnten. And so, this city that would have been impenetrable was made available because of this miraculous act of God. Diese Stadt, die uneinnehmbar gewesen wäre, menschlich gesehen, wurde ihm ausgeliefert durch dieses Wunder Gottes. People have debated whether this was an earthquake or was some miraculous act, because Jordan is on a fault line between Asia, in Asia. Es wird viel diskutiert, ob das vielleicht ein Erdbeben war oder was das war, weil es liegt gerade in so einer seismischen Zone dort. But whatever happened, whether an earthquake or just some miraculous act, God made a way for Israel to get into the city. Was immer passiert ist, wie Gott das gemacht hat, dieses Wunder, auf jeden Fall hat Gott einen Weg direkt in diese Stadt hineingeschaffen. And the amazing thing is that in the digging of Jericho, not all of the walls just fell down flat. Und das Unglaubliche ist, dass, wo sie die Stadt ausgegraben haben, haben sie gesehen, dass nicht die ganze Mauer einfach flach umgefallen ist. But if we look at this picture, only small portions of the wall actually fell down, not the entire wall fell down. Wir können uns hier vorstellen, dass nur kleine Teile der Mauer wirklich zerfallen sind, nicht die ganze Mauer. And what that did is that in military terms or in conquest, it created a kill zone Es hat quasi eine Todeszone errichtet, militärisch gesehen, where Israel could guard every exit from the city. wo Israel jeden Ausgang aus der Stadt überwachen konnte. And so they could go in and devote the entire city to destruction like they were asked or told to do. Damit konnten sie tatsächlich reingehen und die ganze Stadt zerstören, wie es ihnen befohlen wurde. And so God was very strategic in his actions in the conquest of Jericho. Gott ging also sehr strategisch vor in dieser Eroberung von Jericho. Now the interesting thing in digs at Jericho is that people find everything intact. Was interessant ist bei der Ausgrabung in Jericho ist, dass alles intakt vorgefunden wird. And what we mean by that is that all of the grain was left in the baskets. Was damit gemeint ist, ist, dass zum Beispiel das ganze Getreide noch in den Töpfen war. Animal bones were burned in the barns. Oder in den Körben, dass die Tierknochen verbrannt vorgefunden werden in den Scheunen. Everything was just left Alles wurde genauso gelassen, wie es war. and burned up. Und verbrannt. You don't find this anywhere else in cities. Das sieht man sonst nirgendwo in der Stadt. When a city is destroyed, the conquering army takes everything of value and of nourishment. Typischerweise nimmt die erobernde Armee alles aus einer Stadt heraus, was irgendwie einen Wert hat oder irgendwie Nahrungsmittel ist. You take the animals, the food, the metal, the water, everything. Man nimmt die Tiere, das Essen, Metall, Wasser, alles, was man so findet. You don't just leave it to burn. Man tut es nicht einfach verbrennen. But the interesting thing with Jericho is that archaeologists find whole baskets full of grain that have been burned. Das Interessante aber dort in Jericho ist, dass ganze Körbe voller Getreide dort gefunden wurden, die verbrannt sind. And the thing that has left so many archaeologists perplexed is that there is no plague or disease in the grain that would show that it was just left there because it was bad.
Aber was sie sich nicht erklären können, die Archäologen, sie finden auch keine Anzeichen von irgendeiner Seuche oder Krankheit in diesem Getreide.